So, herzlich willkommen zurück. Wir sind bei Skyrim. Ich gucke, ob wir aufnehmen. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen gerade uns mal regenerieren. Der geht auf uns, komischerweise. Ich hasse ja diese Typen. Ein Glück. Ja, okay. Boah, wieso können die denn plötzlich so kämpfen? Alter, das ist echt lästig. Mit diesen... Ah, Alter, wie viel sind denn das noch? Diese Blitzdinger, das ist, muss ich wirklich mal so sagen, nicht mein Ding. Du, dir geht's auch erstmal gut? Wieso? Was machst du denn Schönes? Wer ist hier die... Was ist denn mit dir los? Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Wo ist denn deine Axt? Zwergenstreitaxt, legendär. Kriegsaxt des Gefrierens. 21 und 20. 33 und 15. Verstehe ich nicht. Stab dafür. Ah. Die hat den Stab von der... Hat die den von mir bekommen? Na dann. Ja. Da müssten ja auch noch Idioten sein, die wir noch looten können, ne? Eisenerz, ja, komm, wir machen das. Du kannst in einem Kampf. Alles klar. Ja, natürlich können wir die jetzt... Nehmen wir die noch mit. Sind wir denn jetzt eigentlich jetzt schon... Da unten ist noch einer. Ah, okay. Ja. Der kann nicht zaubern, oder was? Ist das alles, was ihr könnt? Seid ihr zum Sterben? Das war schon alles? Wirklich? Wenn schon ein einfacher Marodeur jetzt so eine gravierte Rüstung trägt. Na, aber hallo. Okay. Wie sieht es denn jetzt noch da unten aus? Haben wir noch ein bisschen mehr? Gibt es noch irgendjemanden, der sich jetzt hier unbedingt präsentieren will? Dann könnte ich sonst jetzt mal ganz schnell kleine Heilung machen. Das sieht man immer so wenig, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Du behältst das, oder wie? Ja, gut. Aber treff mich bitte mit dem Feuerdingsbums nicht, ne? Das ist echt... diese Explosionsteile da... Die hat die den Stab genommen? Von jemandem anderes. Interessant. Wäre interessant. So.
Sind wir hier durch oder was? Oder gibt es hier irgendwas, was wir erobern könnten oder sowas? Ich gehe mal hier in die Mitte. Weil wir haben dann eine Schlacht um nichts geführt, mehr oder weniger. Ja. Scheint so. Das Bandit, ne? Oh. Riftwachtung. Da bin ich jetzt ziemlich froh, dass ich den nicht umgelegt habe. Oh, kann da. Was wollt ihr? Was war das? Solch ein Vertrauensbeweis hat seinen Preis. Lassen wir die Spielchen. Solch ein Vertrauensbeweis hat seinen Preis. Bis zum nächsten Mal. Ihr gehört mir. Was? Denn da, solange Was ist denn jetzt hier wieder los? Wir waren doch eigentlich... Hallo? niemand schlägt ein Auge. Ist der oben, ne? Hast du gesehen? Ui. Das ist no Caucatask. Okay. Ich habe eigentlich nichts Böses von den Banditen Gesetzloser. Okay, verstehe. Jetzt mal wird ein Schuh draus. Ork Marodeur. Oh Gott, sind die jetzt gegen uns alle, oder was? Solange ihr noch könnt. Sind die uns jetzt Orks feindlich gesinnt, oder was? Eigentlich will ich kein Beef mit dir. Oh oh. Ich zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Wieso bist denn du verbieft hier? Muss ich ja nicht Zeig euch, wie umbringen. man richtig kämpft. Vulkanlos. Ich muss ja jetzt hier nicht die umbringen. Also ich kann ja auch ganz kurz hier mal durchgehen. Was war denn hier noch? Helgert's Tale. Think greatest way he lived. Bla 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 bla. Okay. Was haben wir hier noch? True Nature of Orcs. Das könnte hilfreich sein. Orcs were born during the latter days of the Dawn era. History has mislabeled them beast folk related to the goblin races, but the orcs are actually the children of Trini-Mac, strongest of the Admeri ancestor spirits. When Trini-Mac was eaten by Dadroth Prince Botier and transformed in that soul gods inside, the orcs were transformed as well. The ancient name for the orcs is Arzimer, which means the, what is it? Paria folk. Daria? Paria? I don't know. They now follow Melonk, the remains of Trinimac. Who is Melonk? He is more commonly known as Dadroth
Prince Malakat, whose sphere is the patronage of the spurned and ostracized, the sworn oath, and the bloody cause. He's not technically a Daedra lord, nor do the other Daedra recognize him as such, but this is fitting for his sphere of old. He was Trinimag, the champion of the High Elven pantheon, in some places more popular than Oriel, or who is that, who protected them against enemies without and within. The Trinimag and his followers attempted to halt the Velothi dissident movement. Boeotia ate him. Trinimag's body and spirit were corrupted, and he emerged as Malakat. His followers were likewise changed in the verse, for the worse. Despised by everyone, especially the inviolate Oriel, they quickly fled to the northern westes near Sartal. They fought Nords and Chimer, who's Chimer, for a place in the world, but did not get much. In Skyrim, Malakad is called Orke, the Old Knocker, and his battles with Izmir are legendary. Okay. To be honest, don't know much more about it because ob das so gut war, weiß ich nicht. Der Punkt ist, das waren ja offensichtlich hier Banditen auf der einen Seite. Aber auf der anderen, ui, nee. Ach, hier noch ein Trülein. Das hätten wir beinahe übersehen. Aber auf der anderen Seite, orkischer Bogen. Beinahe übersehen. Guck an. Lieber ordentlich gucken. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass eventuell die Orks jetzt nicht mehr so gut auf uns zu sprechen sind. Was haben wir hier noch? Rabbit Leg, okay. Code of Malaka. Code of Malaka, the Salzward's Guide to the Orc Strongholds. Oh oh. No one bests an orc. I don't need you to guess how many times I've heard that boast in some dingy tavern or screamed at the top of the lungs by some fallow Salzward with too much fire in him. But I'd be lying if I said the orc strongholds don't take these words as law. There are few places where Miss Alaya would tell you that tradition and the old ways makes for a better fighter, but with orcs it seems like staying true to your ancestors is the path to victory. Let me start with a few steps back. The orc strongholds have existed as long as the orc race has, according to them. They are armored camps in the least,
and fortresses at the most. Every man, woman, and child inside the walls is trained from birth to defend it. All their weapons and armor are smithed right to the stronghold. All the food is hunted down by orc warriors and brought back to be eaten by everyone who lives there. They follow no laws save their own, an unwritten set of rules called the Code of Malakat, named after one of their gods, who is sometimes called Malok. Most of it's pretty simple, don't steal. Most of it's pretty simple, don't steal. Don't kill, don't attack people for no reason, although there seems to be a big list of exceptions. But orcs in the stronghold don't have jails for their criminals. They have blood price. You either pay enough in goods or your crimes for your crimes, or you bleed enough that the victim is satisfied. The orcs, I don't need to tell you, have a lot of blood. Oh, the code also sets up 2 runs. Sets up who runs the stronghold. The toughest male is usually the chief and makes decisions and decides when the code of Malakat has been satisfied. All the women are either the chief's wives or his daughters, okay, with the exceptions of the wise woman who handles all the spiritual, matters and healing needs. Matters of grave dispute are handled with short but violent fights, and those who don't get along with the chief are usually forced out of the stronghold to live among the rest of us. An orc grows up by told fight for everything, that if something is not worth fighting for, it is beneath the code. Orc strongholds don't like strangers, used to living on their own they do. They do, okay. Miss Elia knows that she does because so many orcs have leave the strongholds to become saleswords, or soldiers, and a few pins of meat get them talking about home. I hear that sometimes an orc will make a non-orc a blood keen, and that person is then allowed to live in the stronghold as one of the clan. But I've never heard of that actually happening. So for all their strange rules and traditions, the code of Malakat does breed a culture of determined warriors. They are focused in ways that the average salesword isn't. They don't hesitate to draw weapons and settle matters openly, and I think that's the real difference between the stronghold orcs and the city orcs. Imperial law allows you to settle fights through the Emperor's men, where the Code of Malakat demands you settle your problems yourself. A fine way of thinking if you're leading the mercenary's life. Okay. Ja, jetzt nicht so viel Neues erfahren, ne? Ist auch immer ein bisschen schwierig. Erstens mal das Umschalten Deutsch-Englisch ist nicht so schwierig, aber man muss es eben erstmal machen. Und man hat ja nebenbei auch noch ein paar andere Aufgaben immer im Kopf. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt beispielsweise,
Also ich hatte gehofft, bei den Codes oder sowas tatsächlich noch was zu finden, dass wir leichter in diese Dinger reinkommen. Genau. Dass wir leichter in diese Dinger reinkommen, liebe Lydia. Und ich würde gerne wissen, ob die uns angreifen. Weil das ist ja eigentlich ein Riftentower. Die haben ja eigentlich nichts verloren, muss man halt mal so sagen. Ne? Es könnte durchaus sein... Wachturm abgeschlossen. Es könnte durchaus sein, dass wir den auch befreien müssen in der Quest. Müssten, theoretisch. Machen wir es vielleicht jetzt so, dass wir hier runtergehen. Ich gucke gerade mal, ja, wir sind bei 20. Wir können ja gerade mal hier runtergehen und das nochmal, ich glaube, das haben wir schon hier, die Dingsbums, weil das Zahn. Dann bis hierher sozusagen hier rüber und dann praktisch vor an der Dingsbums. Halt. Genau, einfach jetzt sozusagen an der Berggrenze da lang. Es kann uns eigentlich kein Ork böse sein, hoffe ich. Weil wir letztendlich hier nur ein Quest hier verfolgt haben. Und es waren Banditen darunter. Auf kurz oder lang meine ich, hätten wir sowieso eine Quest gekriegt, um das hier sauber zu machen. Und da ist wieder so ein Magienest, das einfach frei schwebt. Guck mal. Ein Banditenaufbold. Hat's den hier unter Lockpicks? Mist. Naja. Gut. Da ist ein Wölfilein. Müssen wir das umbringen? Ich hoffe doch nicht. Kann das auch mal einfach lang spazieren lassen. Und es bringt dann einfach bestialisch ein paar Hasen um. Das geht doch auch mal. Ja, nur, dass man hier mal vor Ort in Frieden wahrt. So, wo kommen wir denn jetzt hier wieder rein? Gar nicht mehr. Redwote. Rotwasserwacht. Seid ihr wegen des Skoma hier? Geht hinein. Eine Falltür führt euch nach unten. Seid ihr wegen des Skoma hier? Geht hinein. Die Falltür führt euch nach unten. Hi. Ich habe nichts bei mir. Wenn ihr Skoma sucht, geht einfach hinunter. Ach, guck. Ich darf das? Ich habe nichts bei mir. Wenn ihr Skoma sucht, geht einfach hinunter. Alles klar. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ich würde mal hier speichern. Und dann gucken wir nochmal runter. Also ist ja offensichtlich, was es hier gibt. Und dass es vielleicht nicht ganz so legal ist. Du siehst schon auch ein bisschen... Also sieht cool aus. Mit dem Stab und so. Schützt sich besser, oder? Sieht schon cool aus. Was machst du, wenn wir das wegstecken? Ah, verstehe. Dann ist der verschwunden. So einfach geht das. Super. Ja, ich würde hier mal kurz abspeichern. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.